Hallo zusammen, wir sind wieder in Café 87 und heute ist die Gastgeberin Stenka, freue mich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, freue mich, danke. Wir haben letztes Mal hier ein Bourbon Bullet probiert, war sehr interessant, beziehungsweise ich hatte das getestet und nachhinein habe ich mit dem Geschäftsführer Kevin Schulz besprochen. Diesmal habe ich gedacht, ich teste nicht selbst, sondern wir testen zusammen und dann wir reden darüber. Immerhin ist sie die Fachfrau, was Cocktail und Alkoholgetränke betrifft. Genau, Schön. freue mich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Wir haben heute ein Bourbon Wild Turkey. Die Wild Turkey ist bekannt, dass sehr guter Bourbon macht, liegt in Kentucky, auch immer auf der Flasche steht meistens, wie hier zum Beispiel Kentucky Strike, das heißt, in Kentucky wurde auch gemacht. Warum schreiben sie Bourbon-Firmen, wenn sie von bestimmten Ort kommen? Weil sie auf bestimmte Qualität hinweisen. Zum Beispiel in Kentucky hat sehr gute Kalkwasser, das auch nicht nur Geschmack und den Geruch verändert, sondern auch natürlich gesund ist wegen Kalzium und Magnesium und deswegen auch, damit wollen sie auch darauf hinweisen. Aber die Frage ist, wann darf man überhaupt Bourbon nennen, ein Alkoholgetränk? Für alle, wo das wissen, müssen sie jetzt aushalten. Bourbon sagt man zu Whisky, wenn auch in USA der ganze Prozess, also von Getreide, das immer mindestens 51% Mais ist, bis die Fass, das aus Eiche ist, auch aus USA ist und in den USA mindestens 2,5 Jahre gelagert wird. Wenn dieser ganze Prozess in den USA stattfindet, dann darf Bourbon heißen. Ich muss noch einen Hinweis geben, es gibt natürlich Bourbon, dass mehr Roggen drin ist oder mehr Weizen drin ist, je nachdem, welchen Geschmack man beeinflussen will. Aber der Hauptanteil, mehr als 51%, bleibt immer Mais. Dann heißt immer Kentucky, auch wenn der zweite Zutat mehr Roggen ist oder mehr Weizen ist. Damit will man auch weicher oder härter machen. Das ist auch immer gezeichnet, wenn der Fall ist. Das würde ich sagen, eine grobe Übersicht über Bourbon Whisky. Ich bin ein Single Malt Whisky Trinker. Ich habe jetzt, weil viele Leute, die mich kennen, haben gefragt, warum machst du immer nur Single Malt und habe mit Bourbon angefangen. Die Bullet, wo ich letztes Mal probiert habe, war gar nicht so schlecht, war überrascht, wo so günstiger Preis man so gute Whisky bekommen kann. Genau. Kennst du diese Whisky? Hast du schon mal probiert? Ja, ich habe schon probiert, ich kenne ihn. Am meisten, ich trinke ihn als so ein Cocktail und das ist mein Lieblingscocktail. Es heißt Old Fashioned und da kommt Burberry und es kommt dann Orangen-Eiswürfel und ja. Schön, also eher ein Cocktail dann. Genau, gell? eher als Cocktail. Okay, also wichtig ist für mich immer Riechen. der erste Eindruck, die Kork, weil der bleibt auch sehr viel mit dem Getränk immer in Berührung, hat einen bestimmten Geruch auch wahr. Riecht gut, angenehm, hätte ich nicht gedacht. Ich habe vergessen zu schauen, wie viel Prozent Alkohol da drauf ist. 40%, ja. Ich glaube, ist bei Bourbon so normal so. 40%. Dann mache ich dir ein bisschen rein, wenn ich da. Gerne. So, dass wir auch nachher mit dem Auto wieder fahren können. Oh, jetzt habe ich mir zu viel reingemacht. Voll laute Freude. So, es ist so, bei Bourbon darf kein Farbstoff reinkommen. Also zum Beispiel Single Malt Whisky in Schottland dürfen auch bestimmte Zuckerlikör reinmachen. Und ist auch, hat auch eine bestimmte Bezeichnung, also eine Norm und auch bestimmte Menge. Aber Bourbon darf nichts, das heißt, das ist eine natürliche Farbe, was da drauf ist, sieht auch sehr schön aus. Und wenn nicht gezeichnet ist, dann ist immer mindestens 2,5 Jahre gelagert. Also hier ist nicht gezeichnet, steht nicht darauf 10 oder 12 oder 14, also das heißt, das ist mindestens aber 2,5 Jahre darauf gelagert. Man sieht es schon fast wie Öl, also sieht wirklich schön aus. Und riecht sehr gut. Ja, das stimmt. Das riecht ein bisschen süß, ein bisschen Karamell, aber der Karamellgeschmack ist immer bei Bourbon dabei, weil ich habe vergessen vorhin zu sagen, diese Eichefass muss erst
getoastet werden, also drin gebrannt werden und dann kommt die Whisky Bourbon rein. Und deswegen, die meisten riechen ein bisschen Karamell, ein bisschen Zucker, weil wenn man diese Eiche brennt, dann wird drin Zucker zu Karamell karamellisiert. Deshalb kommt auch der Geschmack Karamell und immer ein bisschen irreführend riecht und schmeckt auch noch Honig, gell? Obwohl man nichts reinmacht natürlich. Gell? Also sehr angenehm, ein bisschen auch Zitrone, also so Zitronen würde ich sagen, ein leichtes. Ja, aber schon süß. Weich So, ja, und weich, genau. weich. Dann probieren wir Prost. einfach. Prost. Ja, Sehr interessant. Sehr interessant. Man trinkt ihn pur. Das ist mein erstes Mal, dass ich ihn trinke pur, ehrlich zu sagen. Und ja, ist wirklich sehr gut. Danke für dich, weil ich habe viel gelernt heute über meine Lieblingsgetränke. es ist so, wenn man bestimmte Sorte von Whisky immer getrunken hat, hat man ein Vorurteil, ja. Jetzt, der erste Eindruck ist es so, ich habe die Alkohol geschmeckt, dann habe ein bisschen süß, bisschen auch diese Scharfe, kann ich sagen. Hitze. Hitziger. Und das kommt, weil einfach jung ist. Wenn nur 2 Jahre im Fass gelagert wurde, das bedeutet, dass es auch natürlich sehr hitzig, sehr jung ist, sein Temperament ist dabei. Es ist natürlich auch ein bisschen diese Weiche drin, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Honig, ein bisschen Karamell, ich habe auch ein bisschen, so wie Zimt auch geschmeckt. Das rundet alles. Aber was mir beim Bourbon auffällt, letztes Mal auch, die haben einen sehr starken Abgang. Also immer diese Alkohol drin und diese starke Temperament und dann geht runter. Aber wie gesagt, das hat auch damit zu tun, dass ich nicht genug Zeit hatte, reif zu werden und hat diese hitzige Temperament in sich. Aber es ist angenehm, ich trinke grundsätzlich ohne, also immer pur, auch ohne Eis und so. Außer ich habe Gäste, die wollen unbedingt Eiswürfel drin haben. Ich würde sagen, schmeckt gut, sehr angenehm, pur. Und ich glaube, die größte Herausforderung für Whisky, darf ich fragen, wie viel kostet so eine Flasche? Leider weiß ich jetzt So nicht. 30 Euro würde ich sagen. Ich glaube 40 Euro kostet die Flasche, glaube ich, so 35 bis 40, glaube ich, den Preis. Ich finde, die größte Herausforderung von Alkoholgetränke, das nicht jetzt 10 Jahre gelagert worden sind, auch nicht sehr teuer sind, ist, dass man pur trinken kann. Wenn man das schon pur trinkt und angenehm und gut schmeckt, das finde ich schon die große Herausforderung schon Auf jeden Fall. beseitigt. Das kann ich nur bestätigen. Mir gefällt das jetzt, weil ich habe das jetzt erstes Mal probiert, so ohne Eiswürfel, ohne nichts. Und wie du hast gesagt, es schmeckt mal wirklich viel Aroma drin. Was früher mit Eiswürfel oder mit Cocktail kann man nicht so erkennen, Beispiel. Aber ja, jetzt kann ich so auch trinken. Also ich freu möchte mich. etwas sagen. Ja. Und das ist auch vielleicht wichtig für die Leute, wo gerne sich mit solchen Themen beschäftigen. Ich finde, Whisky ist ein Kunstwerk, wo nicht innerhalb 10, 20, 100 Jahre, sondern über hunderte Jahre entwickelt worden ist. Allein wie man mit bestimmter Zusammensetzung von Fass und wie lang gelagert wird, ist auch nicht, wie man den Geschmack verändert oder indem dass man drin toastet. Das ist ein Kunstwerk, das viele hundert Jahre gedauert hat. Und ich finde, also persönlich, für mich ist es immer ein großer Respekt, um pur zu trinken, um wahrnehmen, was drinsteckt, welcher Geruch, welches Temperament, welcher Geschmack ist wahrzunehmen. Ich finde immer, wenn man Eiswürfel reinmacht oder um Gottes Willen überhaupt mit anderen Getränken mixt, dann ist Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe es jetzt gelernt, dass würde ich erstmal immer eine bestimmte Sorte, egal von was, einfach probiert pur, weil, wie du gesagt hast, die Geschmackssachen sind ganz anders dann. Dann schmeckst du einfach alles. Ja. Und wenn du mischst, schmeckst du einfach nicht so richtig die Getränke. Was ist eigentlich bei Old Fashioned? Das ist einfach die Bourbon, das ist wirklich eine, ja, sag ich jetzt, pur
von Cocktail, dann kommt noch was dazu, dann schmeckt man das nicht. Und so, ja, trinke ich es einfach pur. Vielleicht mit ein bisschen Orangen wird es noch besser. Ja, bestimmt. Weil diese Aromen noch dazu mit Zimt, mit dieser starke und so Reife, es wird gut, glaube ich, zusammenstimmen. Ja, also ich möchte dir etwas sagen, und das ist, es war früher nicht üblich, dass die Frauen Whisky trinken und war auch nicht üblich, dass sie pur trinken und auch auf keinen Fall, dass sie noch rauchige Whisky trinken. Aber das ist die letzten Jahre in Mode gekommen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, wo früher nicht zum Beispiel rauchige Whisky getrunken haben. Also diese Idee, die Bewusstsein aus unserer Entwicklung ist gekommen, dass wir das verstehen sollen, dass wir wahrnehmen sollen. Und damit auch diese Idee, pur zu trinken, wurde immer stärker. Und es gibt immer mehr Testing für Whisky, Testing für Cognac, wo die Leute sitzen, testen das, die wollen wissen, was ist das, wenn zum Beispiel da drauf High Ray heißt, was bedeutet das? Zum Beispiel, wenn da drauf Strange heißt oder Age heißt, also die Leute wollen verstehen, was sie trinken. Und das ist eine gute Entwicklung, finde ich, dass wir bewusster werden, was wir trinken, was ist drin, wonach schmeckt das, wonach riecht das. Also um das zu runden, was du vorhin gesagt hast. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so eine Frau, ich mag wirklich alle Whisky. Das ist für mich, ich bin nicht diese Frau, die trinkt keine Whisky, leider. Aber ja, auf jeden Fall nur Whisky. Gut, wunderbar. Nur Whisky. Ja, gut. Aber hast du auch Erfahrung gemacht mit Single Malt, also schottische Whiskys aus Schottland? Leider nein. Nein, also Bourbon, du trinkst eher Bourbon. Genau. Amerikanische Bourbon. Genau. Okay, wunderbar. Dann werden wir bestimmt nächstes Mal ein Single Malt probieren aus Schottland, um zu testen, wie das auf eine junge Dame wirkt, wo eher so Bourbon Sehr gerne, bin dabei. Wunderbar. Ich freue mich. So, nochmal an alle, wo uns gerade zuschauen, zuhören, sehr wichtig zu wissen, Alkoholgetränke sind ein Hobby und darf niemals zu einer Krankheit werden, das unsere Geld und unsere Körper und Mentale beschädigt. Sehr wichtig. Ansonsten, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass du mit mir getestet hast, auch uns erklärt hast mit dem Cocktail, was hier anbietet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Dankeschön. Danke Ihnen.